Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe schon Ewigkeiten keinen Brief von deinem Leben mehr gemacht und genau deshalb habe ich mir das für heute mal vorgenommen. Ihr dürft mir auch gerne immer schreiben, wenn ihr mal wieder was sehen wollt oder was ihr sehen wollt. Ich mache ja eine Menge Videos und da ist mir Inspiration immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir mal, was ich uns mitteilen darf. Was möchte das Leben uns sagen? Ja, das Leben möchte uns Blumen schenken. Das Leben möchte uns über Gespräche, Kontakte bereichern. Auch im Beziehungsbereich oder in mehreren verbindlichen Bereichen. Da ist nicht so viel Oberflächlichkeit, sondern da ist mehr dieses tiefe Gefühl der Verbundenheit. Und das Leben möchte sagen, reise mal mit leichterem Gepäck weiter. Schaue, was du, der Koffer liegt im Haus des Schiffes drin, ne? Ein riesen Stapel voller Gepäckstücke, die man verbindlich und gerne mitschleppt. Und das ist viel Gewicht, ja. Schau genau hin, wo du auch Gepäck der anderen trägst oder wo du sagst, ich habe übersehen, dass das Umfeld mir sehr viel Gewicht mitgibt, das mir nicht gehört. Und gucke auch auf alles, was so aus dem Umfeld wirkt oder ja, wo man sich etwas Erleichterung verschaffen kann. Hier sind sehr schnelle Einblicke. Es zeigen sich diese Verwundungen. Möglicherweise sind es die auch, die wir mitschleppen. Und hier möchte eine neue Tür aufgehen. Die liegt in diesem Bereich. Wie gehe ich weiter? Ne? Wie verschaffe ich mir Klarheit? Wenn du diesen ganzen Gepäckhaufen mit durch diese Tür nimmst, wirst du selbst nicht durchpassen. Spannend. Hier ist der Schutz. Und eine Veränderung, die neue Richtungen mitbringt. Ein Weg wird aufgezeigt, wo vorher keiner war. Man verliert sich auch in diesem Weg oder auf diesem Weg nicht. Wir haben in der Spiegelung die Blumen. Und es ist so ein geschütztes Weitergehen zu sehen. Ne? Das Leben sagt, öffne diese Tür, geh ohne das Gepäck durch. Die Richtung wird dir gewiesen. Das Leben sagt ja auch, es ist Zeit, etwas, was sich in eine falsche Richtung gedreht hat oder verselbstständigt hat, das schnell wegzulassen. Ne? Es ist Zeit, Gepäck abzustellen. Es ist Zeit, Zweifel abzulegen. Und wenn etwas länger dauert, dann Zweifel auch nicht an der Zeit. Denn die Zeit ist hier so, dass sie neue Wege mitbringt, dass sie Möglichkeiten mitbringt. Möglichkeiten, bei denen wir eine Wende haben. Möglichkeiten, aus einem Kreislauf auszusteigen oder aus einer Verbindung auch, die einfach nicht mehr das einbringt oder die Zeit dafür abgelaufen ist. Witzigerweise habe ich uns schon so liegen, dass wir Konflikte, die wir hatten oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, genügend bilanziert und analysiert haben. Ja. Man hat genügend ausgefochten und wir haben schon hier in den Gedanken diese Wände drin und das Leben sagt praktisch, geh mal nach vorne, hier wartet das Glück auf dich, wie bezaubernd. Und natürlich auch Brücken, Wege, eine Situation, wo du geschützt, ohne nasse Füße von einem Platz zum anderen gehst. Nutze auch diese Brücken bringen Klarheit mit.
Es geht tatsächlich darum, um unsere Lebensreise. Ne? Es geht darum, aus dem Turm rauszugehen, aus dessen Gepäckstücke wir uns ummauert haben, die uns die Lektionen des Lebens halt auch mitgegeben haben, wo wir unser Herz verschlossen haben, wo wir nichts und niemand mehr an uns rangelassen haben. Und es geht darum, weiterzukommen auf dieser Reise, in die Veränderung zu gehen. Hier sind Wege. Wir gucken hier auch drauf. Möglicherweise ist es auch so, dass wir immer auf diese Tür warten, die sich öffnet, dabei aber vielleicht es so fühlen, dass wir in eine neue Verstrickung reinreiten. Aber das sieht man hier nicht. Das Leben gibt hier die Richtung vor und das durch mehrere Gegebenheiten. Wir haben den Schutz von oben, Brücken, die Klarheit bringen, mehrere sogar. Wir haben gute Gelegenheiten und nutze die Zeit, ne? Es ist tatsächlich für etwas die Zeit abgelaufen, das sieht man hier doppelt. Hier liegt die Zeitkarte im Haus der Sense und sie korrespondiert hier mit der Maus. Ne? Hier möchte etwas, was nicht mehr gültig ist, verabschiedet werden. Etwas, was wir sehr stark in unserem Herzen auch verankert haben. Etwas, was mit Arbeit verbunden ist und schwerem Gepäck. Guckt mal, jetzt haben wir hier noch im Haus der Ringe den Schatz drin. Das Leben möchte uns verbindlich etwas liefern, das uns erfüllt, das uns aus Hindernissen rausbringt oder aus eigener Sturheit auch mal etwas zuzulassen. Diese Türe beschreibt es sehr schön, da ist ein Spalt offen. Du entscheidest, ob du durchgehst oder nicht, oder ob du denkst, was mag wohl hinter dieser Türe sein? Ist es ein neues Hindernis? Ist es eine emotionale Herausforderung? Es kann auch sein, dass man hier dafür einsteht, dass man mal eine Emotion überwindet. Ne? Das kann bei vielen sein, dass man überhaupt in die Gänge kommt oder dass man sich was wagt. Das ist ja bei jedem anderen. Und dass man eben diese Türe nicht nur anguckt, sondern auch durchgeht. Man hat hinter dieser Türe vielleicht auch den Spiegel seiner eigenen Emotion. Dieser Blick tut manchmal weh. Nichtsdestotrotz gibt es emotionale Sicherheit und Bereicherung, wenn man sich etwas wagt. Oder man könnte auch sagen, Mut wird belohnt. Das Leben sagt ja auch, für viele ist es im partnerschaftlichen Bereich vielleicht so, dass für etwas die Zeit abgelaufen ist, ne? Man sieht hier aber auch für alle, die alleine sind und ihr Herz zugemacht haben, eine Person, die mit Sicherheit kommt. Wir haben nur das Problem, dass wir das mit unseren alten Wunden vergleichen und überanalysieren, anstatt auf die Emotion zu hören, ne? Sich zu öffnen. Hier liegt im Haus von allem Verbindlichen oder von allem, was Beziehung mitbringt, Verbindlichkeit mitbringt, Verbindungen, das Bereichern drin, einen Weg zu finden, bei dem man sich bereichert und ein emotionales Hindernis ein für alle Mal zu überwinden, ein emotionales Gepäck abstellen. Es könnte etwas mit Leere zu tun haben. Oder auch mit diesem Gefühl, mir steht irgendetwas nicht zu. Mir ist alles andere wichtiger als ich selber. Und das ist auch das Gepäck, das hier als Gepäck zu sehen ist. Ne? Seht ihr noch alles? Ich verschiebe es gleich. Und das ist jetzt wieder so sehr speziell, denn wir haben hier tatsächlich
wenn wir von der Überschrift ausgehen. Das Geschenk im Beziehungsbereich. Hier unten haben wir, da heißt es jetzt Ehe, ne? Aber es ist eben die Verbindung, die man zu jemand hat. Und das möchte hier angeguckt werden. Wo gehst du auf deiner Lebensreise in deine Richtung? Wo schleppst du das Gepäck der anderen mit? Es kann ja auch sein, dass du sehr viel übernimmst für ein Gegenüber, das du hast, oder dass du viel deiner Zeit, was dich ausmacht, dass du das investierst für andere, und deine Seele tragt hier das große Gepäckstück mit, ne? Und möchte schon lange eine Veränderung, die für dich ist, ne? Das ist ja der Brief von deinem Leben. Also da geht es nicht so viel darum, was wollen die anderen, sondern was möchte das Leben uns sagen. Hier haben wir eine Lösung, die hier liegt. Eine sehr schnelle Lösung. Hier geht einem ein Licht auf. Es kann ein Aha-Moment sein. Hier wird einfach gesagt, die Lösung ist, höre auf deine Seele, schaue auf deine Verbindungen und gib deiner Seele ein eigenes Haus, ne? Lasse Leidenschaft in dein Leben kommen. Das ist auch Leben und nicht Darben. Es ist etwas, was einen interessiert, was einen wieder aufweckt, was einen für irgendetwas brennen lässt. Das ist so hier so ein bisschen wie unterbundene Lebenskraft, ne? Man darbt so vor sich hin, man nutzt seine Zeit nicht, man spürt, für etwas ist die Zeit abgelaufen, aber man nimmt es nicht in die Hand. Wir können hier unsere Zweifel überwinden, und das finde ich ganz schön, denn die Lösung, die wir hier brauchen für unser Leben, die liegt ja auf dem Leben selber, auf der Leidenschaft, auf dem, was wir erleben. Bin ich ganz geplättet, ne? Wenn wir hier nochmal gucken, hier liegt der Neubeginn, hier liegt die Richtung, die wir nehmen können, offen. Da habe ich stabilisierende Sachen, die dem Herzen gut tun, Brücken, die entstehen können, Weggefährten, die kommen. Und hier auf dieser Linie habe ich die Blumen in der Korrespondenz und die Schatztruhe auf den Neubeginn. Das ist ein Neubeginn, der gilt dir selbst. Fange selbst neu an. Ah, Wahnsinn. Wir schauen mal, was die Seele hier noch sagen möchte zu dieser Legung, zu diesem Brief von deinem Leben. Was möchte die Seele sagen? Es ist Zeit, mutig zu sein. Mir fehlen die Worte, echt. Halte nicht an Dingen oder Menschen fest, die nicht mehr im Einklang mit deiner Seele schwingen. Beende jetzt, was dir nicht gut tut. Traue dich, du bist nicht allein. Mut wird immer belohnt. Das weiß ich von mir. Das vielleicht nicht gleich, aber irgendwann. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt so stehen. Ich bin geflasht, ich hoffe ihr auch, und ich mache es gerne mal wieder. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche, ich drücke euch bis bald.